Steps World und einem neuen Do-it-yourself-Video im Bereich Modellbau, also Dioramenbau, Eisenbahn oder ähnlichem. Und zwar Sculptor Mold. Hier habe ich schon mal die Rohbasis, wie ich es selber mache, seht ihr natürlich gleich im Video. Aber ich möchte euch kurz noch was dazu sagen. Denn eigentlich, das hier ist ja, die eierlegende Wollmilchsau, so kann man sagen. Und zwar, es vereint wirklich alle Vorteile von Gips, Ton, Pappmaché und ähnlichen Modelliermassen. Es ist leicht hinterher, es haftet an fast allem. Ja. Es schrumpft nicht, auch ganz wichtig. Es lässt sich hinterher gut bearbeiten, schleifen, streichen. Also es ist wirklich gut, aber es gibt natürlich auch einen Nachteil und das ist, es ist relativ teuer, wenn man es fertig kauft. Aber man kann es ganz leicht selber machen. Ist ein bisschen Arbeit, also Arbeit an sich nicht, aber ein bisschen zeitaufwendiger. Aber es lohnt sich, das Zeug ist wirklich gut. Viel Spaß beim Video. Als erstes das Toilettenpapier zerkleinern, abrollen, und zerkleinern. Umso einfacher das Toilettenpapier eigentlich, umso besser. Also ihr müsst hier kein teures 28-lagiges kaufen. Umso einfacher, umso besser. Das Schöne dabei ist, ihr könnt das natürlich auf Vorrat produzieren, hinterher in eine Tüte oder in einen Behälter abfüllen und ihr habt immer eure Modelliermasse fertig zur Hand. Also ich benutze dafür einen einfachen Pürierstab, Wasser drauf und das Ganze durchbringen. Nachdem ihr das alles so, ihr seht das, fein durchgemixt habt, kommt der nächste Schritt. Nehmt ein Sieb, wo ihr das nicht unbedingt braucht, ihr könnt das auch in den Händen ausdrücken. Und dann grob auf ein Backblech oder ähnliches verteilen. Wenn es schön warm draußen ist, so wie jetzt, könnt ihr es draußen trocknen, dauert aber auch länger. Oder bei ungefähr 120 Grad Umluft im Backofen für, kommt auch auf die Menge drauf an und wie nass es noch ist, etwa 1,5 Stunden trocknen. Ja, euer Backblech nicht zu voll machen, sonst dauert es noch länger zum Trocknen. Gelegentlich beim Trockenvorgang mal so durchwälzen, umrühren, will ich mal sagen. Und dann ab in den Backofen damit. Nachdem euer Papier getrocknet ist, bei mir hat es wirklich so 1,5 Stunden etwa gedauert, kommt es jetzt versuchsweise mal in so einen Mixer. Sonst mache ich das auch mit dem Pürierstab, aber ich will es mal hiermit probieren. Ist ausrangiert. Da püriere ich auch schon mal Blätter und ähnliches drin. Von daher probiere ich den hier jetzt mal. Ungefähr 1-2 Minuten, denke ich, ist das Ergebnis super. Also ihr seht, das ist eine ganz flauschige, weiche Masse, so soll es sein. Jetzt braucht ihr es eigentlich nur noch mit eurem Spachtelmasse vermischen. Ungefähr 1:1 im Maßstab, im Verhältnis, nicht im Maßstab. Schauen wir aber gleich noch bei. Aber auf keinen Fall Gips nehmen. Gips bindet viel zu schnell ab. Also ihr müsst irgendeine Spachtelmasse verwenden, die länger braucht zum Abbinden. Etwa 30 Minuten oder ähnliches ist eine gute Zeit. Ja, mein Füllspachtel, der braucht 1 Stunde etwa zum Abbinden und ich habe mich entschlossen,
das hier nochmal so zu verwenden, um das durchzumischen. Vielleicht noch ein klein bisschen mehr da rein. Schauen wir mal. Spannung. Ja. Das sieht ganz gut aus. Und wenn der Nebel verzogen ist, dann mischen wir mal was davon an. So, dann geben wir ein bisschen von unserem Sculptamol Eigenbau in eine kleine Schüssel, ein kleines Gefäß. Etwas Wasser dazu. Verrühren und dann merkt ihr schon, muss ich noch mehr Wasser zugeben oder nicht. Kommt natürlich auch darauf an, was ihr für eine Konsistenz haben möchtet. Ist vielleicht jetzt noch ein klein bisschen zu dick. So, dann habe ich hier einfach, können wir es draufpacken. Könnt ihr das Ganze gestalten, verarbeiten, wie ihr wollt. In der Regel immer so ein bisschen grob vorformen. Aber vielleicht hat jetzt ein bisschen zu viel Wasser, aber wird wohl gehen. So, lassen wir das Ganze mal ein bisschen antrocknen und dann können wir es eventuell noch ein bisschen nachbearbeiten, wie ihr das wollt. Aber das Prinzip sollte euch ja jetzt schon klar sein. Ja, ihr spart Unmengen an Füllspachtel und auch an Gewicht. Und ihr könnt das wunderbar vorbereiten. Also ihr macht davon einmal eine Plastiktüte voll und ja, ihr habt für viele Projekte habt ihr euer Sculptamol. So, nach einer kurzen Trockenphase sehen wir hier die Ergebnisse. Ich habe einfach diesen Haufen hier drauf gemacht, es spielt ja auch keine Rolle. Ich habe es nach kurzer Zeit, es ist immer noch leicht feucht, kann man es hier nachbearbeiten, glätten oder ähnliches. Ja. Da geht es aber jetzt nicht darum. Ich habe auch noch mal hier, deshalb habe ich da was von dem Häufchen weggenommen. Das ist einfach nur ein Test an so einem, ja, was ist es hier, Styropormast, was dran gebappt. Das hält prima, lässt sich gut formen. Ihr könnt es auch hinterher oder wenn es angetrocknet ist mit einer Drahtbürste oder wie auch immer bearbeiten, also nochmal Struktur geben. Wirklich klasse. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Tutorial mehr. Vielleicht gibt es ja was anderes Wichtiges, was ihr unbedingt braucht. Bis dahin, ciao.